Du erinnerst dich noch daran, diese Zeit, als das Gebet leicht war, als du Koran gelesen hast, ohne dich dazu zwingen zu müssen, als du über Allah gesprochen hast und dein Herz dabei etwas gespürt hat, als du Motivation hattest, als du Ziele hattest, als dein Glaube lebendig war. Und heute? Heute fällt dir das Gebet schwer. Der Koran bleibt geschlossen. Die Motivation ist verschwunden. Und manchmal fragst du dich, was ist eigentlich mit mir passiert? Vielleicht befindest du dich gerade an einem Punkt, an dem du dich fragst, warum fühlt sich mein Herz so leer an? Warum fällt mir das Gebet plötzlich so schwer? Warum spüre ich nicht mehr das, was ich früher gespürt habe? Vielleicht vermisst du die Nähe zu Allah, die du einmal hattest. Vielleicht vermisst du den Frieden, den du früher im Gebet gefunden hast. Vielleicht hast du das Gefühl, dass etwas fehlt, weißt aber nicht genau, was es ist. Und darüber wollen wir heute sprechen. Was tun, wenn der Glaube schwächer wird? Was tun, wenn die Seele leer ist? Und wie findet man den Weg zurück zu Allah? Zunächst musst du etwas Wichtiges verstehen. Du bist kein Engel, du bist ein Mensch mit Stärken, mit Schwächen, mit Höhen und mit Tiefen. Unser Glaube verläuft nicht immer gleich. Es gibt Zeiten, in denen wir Allah sehr nah sind, und es gibt Zeiten, in denen wir uns weit entfernt fühlen. Das bedeutet nicht automatisch, dass Allah dich verlassen hat. Und es bedeutet auch nicht, dass du verloren bist. Die entscheidende Frage ist nicht, ob du gefallen bist. Die entscheidende Frage ist, stehst du wieder auf? Deshalb lass uns gemeinsam über 5 Tipps sprechen, die dir helfen können, deinen Glauben wieder zu stärken und zu Allah zurückzufinden. Tipp 1: Finde heraus, warum dein Glaube schwächer geworden ist. Bevor wir über Lösungen sprechen, müssen wir zuerst die Ursache verstehen. Denn nicht jeder verliert seinen Glauben aus demselben Grund. Vielleicht hast du eine schwere Prüfung erlebt. Vielleicht hast du Allahs Weisheit dahinter nicht verstanden. Vielleicht wurdest du von einem Menschen enttäuscht, von einem Freund, von einem Vorbild oder vielleicht sogar von einem Gelehrten. Und diese Enttäuschung hat begonnen, deine Beziehung zu Allah zu beeinflussen. Vielleicht waren deine Absichten nicht immer so aufrichtig, wie du gedacht hast. Vielleicht hast du etwas für Allah getan, aber gleichzeitig auch für Lob, Anerkennung oder Aufmerksamkeit. Vielleicht sind auch Sünden in deinem Leben eingezogen, langsam, unauffällig, Schritt für Schritt. Doch bei einer Sache müssen wir ehrlich zu uns selbst sein. Solange wir die Schuld nur bei anderen suchen, werden wir niemals eine Lösung finden. Solange wir nur nach Ausreden suchen, werden wir niemals vorankommen. Deshalb solltest du zuerst bei dir selbst anfangen. Nicht um dich selbst fertig zu machen, nicht um die Hoffnung zu verlieren, sondern um ehrlich zu erkennen, was dich an diesem Punkt gebracht hat. Die islamischen Gelehrten sagen, eine genaue Diagnose ist die halbe Heilung. Deshalb sei ehrlich zu dir. Was hat dich an diesem Punkt gebracht? Denn erst wenn du die Ursache kennst, kannst du den richtigen Weg zurückfinden. Tipp 2: Entferne das, was dein Herz verdunkelt. Es gibt 2 Dinge, die den Glauben eines Menschen besonders schwächen. Das erste ist die Vernachlässigung der Pflichten. Wenn Gebete verspätet werden, wenn Gebete ausgelassen werden, wenn die Verbindung zu Allah immer lockerer wird. Das zweite ist das Verbotene. Das, was wir mit den Augen sehen, das, was wir mit den Ohren hören, das, was die Zunge spricht und das, was der Mensch heimlich tut. Ich hatte mal einen Kollegen, den ich immer wieder zu Vorträgen gerufen habe. Aber er ist nie gekommen. Irgendwann habe ich mir gesagt, ich werde ein bisschen mit ihm abhängen. Vielleicht kann ich so einen positiven Einfluss auf ihn haben. Nach einer gewissen Zeit habe ich jedoch gemerkt, dass ich anders rede, mich anders benehme, meine Sensibilität bei manchen Sachen verloren gegangen ist. Da habe ich realisiert, dass nicht ich derjenige bin, der Einfluss auf ihn hat, sondern dass er derjenige ist, der einen negativen Einfluss auf mich hat. Deshalb habe ich die Freundschaft zu ihm nicht beendet, aber ich habe ihn aus meinem Alltag entfernt und den Kontakt deutlich reduziert. Wenn du dich in Gesellschaften befindest, die nur Sünden begehen, wirst du auch automatisch mit denen zusammen eine Sünde begehen. Aber wenn du
mit guten Leuten zusammen abhängst, mit Leuten, die das Gebet verrichten, wirst du auch mit ihnen zusammen das Gebet verrichten. Tipp 3: Hör auf zu denken, dass mit dir etwas nicht stimmt. Manche Muslime erleben eine schwere Zeit im Glauben und denken sofort, mit mir stimmt etwas nicht. Früher war ich besser, vielleicht bin ich ein schlechter Muslim geworden. Doch hör gut zu, selbst die Sahaba radiallahu anhum kannten solche Momente. Es wird überliefert, dass Hanzala radiallahu an eines Tages zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kam und sagte, Hanzala ist zum Heuchler geworden. Der Prophet fragte ihn, warum er das denke. Hanzala radiallahu an erklärte, wenn sie beim Propheten saßen und über das Paradies und die Hölle sprachen, fühlten sie sich voller Iman, voller Glaube. Doch wenn sie nach Hause gingen und sich wieder mit ihrem Alltag beschäftigten, wurde dieses Gefühl schwächer. Darauf antwortete der Prophet, mal so und mal so. Denke darüber nach. Selbst die Sahaba hatten Höhen und Tiefen. Selbst sie hatten Phasen, in denen sie sich schwächer fühlten. Das macht sie nicht zum Heuchler. Das macht sie nicht zu schlechten Menschen. Wichtig ist nur, dass du nicht aufgibst. Tipp 4: Suche das, was dein Herz wieder lebendig macht. Jedes Herz wird von etwas bewegt. Die Frage ist nur, wovon? Manche Menschen werden durch den Koran berührt, andere durch einen Friedhofsbesuch, andere durch einen Vortrag, andere durch das Nachdenken über das Jenseits und andere durch den Anblick des Leidens ihrer Geschwister. Und wieder andere durch einen einzigen Vers, der genau im richtigen Moment ihr Herz erreicht. Ich persönlich habe es im Tasawwuf bei meinem Sheikh, bei meinem Murshid gefunden. Deshalb solltest du nicht darauf warten, dass die Motivation plötzlich zurückkommt. Suche aktiv nach Dingen, die dein Herz bewegen. Lies den Koran, besuche die Moschee, besuche einen islamischen Unterricht, suche nach einer Gemeinde. Beschäftige dich mit Dingen, die dich an Allah erinnern. Denn ein Herz, das ständig genährt wird, bleibt lebendig. Ein Herz, das vernachlässigt wird, wird schwach. Tipp 5: Gehe diesen Weg nicht alleine. Einer der größten Fallen des Teufels ist die Isolation. Er möchte, dass du glaubst, niemand versteht mich, niemand kann mir helfen. Ich muss das alleine schaffen. Doch dann wird es am schwersten. Deshalb suche gute Gesellschaft. Suche Menschen, die dich an Allah erinnern. Menschen, die dir helfen, wenn du schwach wirst. Menschen, die dich motivieren, wenn du aufgeben möchtest. Sprich mit einem Imam. Sprich mit einem Gelehrten, sprich mit einem vertrauenswürdigen Bruder oder mit einer vertrauenswürdigen Schwester und lies die Geschichte des Propheten, lies die Geschichte des Sahaba, denn dort wirst du erkennen, dass selbst die besten Menschen Prüfungen hatten, selbst die besten Menschen gekämpft haben und dass Allah ihnen geholfen hat, so wie er auch dir helfen kann. Wahre Einsamkeit steht nur Allah zu. Du bist nicht der Erste, der eine schwere Phase im Glauben erlebt. Und du wirst nicht der Letzte sein. Aber du kannst heute entscheiden, was als nächstes passiert. Du kannst liegen bleiben oder du kannst aufstehen. Mach die Gebetswaschung. Öffne den Koran. Verrichte 2 Reka und sprich zu Allah. Ja Allah, ich bin schwach, aber ich möchte nicht aufgeben. Denn Allah sagt in einem Hadith Qudsi sinngemäß, wer sich mir eine Handspanne nähert, dem näher ich mich eine Elle. Wer zu mir geht, zu dem komme ich eilend. Denke darüber nach. Allah verlangt nicht von dir, dass du perfekt bist. Allah verlangt nicht von dir, dass du von heute auf morgen alles veränderst. Er möchte nur, dass du den ersten Schritt machst. Denn der erste Schritt zurück zu Allah ist oft nicht der größte Schritt, sondern der ehrlichste. Möge Allah unseren Iman, unseren Glauben stärken. Möge er unsere Herzen wieder mit Licht füllen und möge er uns zu den Menschen machen, die selbst nach einem Fall immer wieder zu ihm zurückkehren. Allahumma amin. Wenn dir dieses Video gefallen hat und du etwas daraus mitnehmen konntest, dann vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, das Video zu liken und einen Kommentar dazulassen. Teile dieses Video auch mit deinen Freunden und deiner Familie. Vielleicht erreicht diese Erinnerung genau den Menschen, der sie heute am dringendsten braucht. Barakallahu fikum walhamdulillahi rabbil alamin.